Ist das der schönste Strand in Dubai? Und vor allen Dingen, was macht diesen Strand so besonders? Das zeigen wir euch heute in diesem wunderschönen Video. Hi, ich bin Sophie von Startup-Hilfe Dubai, lebe hier seit mittlerweile 12 Jahren. Ich bin Karim, ich habe einheimische Familie und gemeinsam helfen wir deutschsprachigen Menschen bei der Auswanderung, bei der Firmengründung, Visa, Bankaccount, whatever. Und heute mal auch wieder draußen. Man muss sich wirklich manchmal daran erinnern, dass man in Dubai lebt, nicht wahr? Und einfach diese Natur auch hat. Dieses Meer, diese Brise. Ja. Ich finde es toll. So Freunde, wie gesagt, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Kite Beach. Und für mich eigentlich so der schönste Strand, muss ich sagen. Ihr seht auch gleich warum. Aber vorher lassen wir es uns nicht nehmen und zeigen euch einen Insider, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Wir fahren jetzt zu einer Straße, die nennt sich Jumeirah Beach Road. Und da gibt es, man muss dazu sagen ganz kurz, Jumeirah ist so eins der ältesten Viertel auch von Dubai. Liegt direkt am Strand im Prinzip und hat ganz, ganz viele kleine Coffeeshops und da zeigen wir euch mal ein bisschen was. Ja, ich sage übrigens immer, wer sich in Berlin auskennt, ist ein bisschen wie der Kudamm in Berlin, ein bisschen wie die Kö in Düsseldorf. Also zumindest was so dieses Sehen und Gesehen werden so anbelangt, finde ich, gerade abends. So Freunde, wir sind jetzt quasi in Jumeirah. Und ihr seht es auch schon von den Häusern, das ist so alles ja, eher Häuser als Apartments. Ne? Ja, häuslich. Wie Sophie schon gesagt hat, einer der ältesten Bezirke und sehr local-lastig, sage ich mal. Bis vor 2-3 Jahren sogar war es nicht Emiratis gar nicht gestattet, hier etwas zu kaufen. Das wurde mittlerweile gelockert. Aber ihr habt immer noch Leute, die wirklich schon sehr, sehr lange hier leben. Übrigens ist diese Ecke auch bekannt für ihre zigtausenden Schönheitskliniken. Also hier ist tatsächlich so, jeder, der sich irgendwas machen lässt, kommt definitiv nach Jumeirah. Hier gibt es ganz viele Kliniken. Und ihr seht hier, die Häuser, wie sie aussehen, sind ja erstmal nicht so krass modern, wenn man das jetzt so sieht. Aber das Krasse ist, dass auch wenn es hier die älteste Gegend ist, und wir waren ja letztens zum Beispiel auch in Deira, was ja auch eine der ältesten Gegenden ist, wo man denken würde, okay, dann sind wahrscheinlich die Preise hier relativ günstig, aber nein. Also selbst diese kleinen Villen hier in diesen Ecken, wahnsinnig teuer. Absolute Premiumlage. Absolute Premiumlage, ja. So, wir biegen jetzt rein in die Jumeirah Road. Hinter uns quasi ist das Burj Al Arab und vor uns jetzt, wie ich schon gesagt habe, viele Restaurants, Beauty-Kliniken, Boutiquen. Vor allen Dingen abends ist das halt echt schön auch beleuchtet so. Und links quasi von uns parallel ist der Strand, das Meer, wo wir dann jetzt auch gleich hinfahren. Aber vorher besorgen wir uns noch was. Und was das ist, seht ihr gleich. Also wer wissen will, was ich und Freunde, einheimische Freunde, was wir so machen abends, die befinden uns meistens immer hier auf dieser Straße. Nicht auf der Straße, aber hier in irgendwelchen Cafés, Restaurants. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, auch das einfach mal auszuprobieren, in so ein Restaurant zu gehen, in ein Café zu gehen, einfach mal dort zu sitzen. Ihr seht viele eher Einheimische. So, also genauso ähnlich wie bei der Supermarktfolge. Hier genauso, man bleibt sitzen. Es wird jetzt, das ist übrigens mein Insider oder mein Lieblingsladen hier. Frische Früchte. Er heißt Blends. Blends. Hier gibt es noch ein paar andere, aber wirklich Hammer. Abends immer, ich nehme mir so einen Cocktail, gehe dann hier Kite Beach, was er jetzt hier gleich ist, seht ihr gleich. Und dann kann man da wunderbar spazieren gehen. Ja. Hi. Hi. Can I have 2 mango? There was something with mango and I don't know what. You like the mango, pineapple and passion fruit? Yes, correct. Okay. Small one without sugar. Oh. So Freunde, er kommt mit unseren frischen Cocktails. Danke. Gut, wa? Ich sag's auch, Freunde, ich sag's euch, wer Insider-Tipps haben will, gerne bei uns melden. Oh, ist der lecker. So, wir sind jetzt mal kurz in eine Seitenstraße gefahren, die zu Kite Beach führt. Und hier sieht man auch noch mal ganz schön die Villen, von denen wir sprechen. Alles etwas älter, etwas traditioneller gehalten und direkt am Strand.
Okay, Freunde, bevor wir unseren Spaziergang beginnen, will ich euch einmal zeigen, wo wir uns quasi befinden. Und zwar seht ihr da ganz hinten die Hochhäuser, die jetzt so ein bisschen, ich sag mal, im Nebel sind. Ja, das ist quasi Dubai Marina. Dann seht ihr natürlich, ihr erkennt es, den Burj Al Arab, eigentlich so die Ikone in Dubai. Und wenn Sophie mal da nach ganz hinten, da seht ihr Atlantis the Royal und quasi die Palme. Und ja, natürlich das Meer. Und was ich euch eigentlich hier auch zeigen wollen würde, ist das hier. Also diese weißen Dinger, davon habt ihr hier ein paar. Und zwar ist das hier auch Night Beach. In der Nacht ist das hier komplett beleuchtet. Sowohl der Strand als auch das Meer. Und ihr könnt mitten in der Nacht schwimmen gehen. Was für mich, ich habe es einmal gemacht, ich fand das irgendwie ein bisschen creepy, muss ich sagen. Okay, Freunde, Kite Beach, ihr könnt es eigentlich so grob unterteilen im Übrigen. Guck mal hier, der gesamte Strand aktuell ist einfach noch mega leer. Weil ihr habt hier in dem Bereich zum Beispiel keine Food Trucks. Ihr habt Toiletten da ganz hinten, aber deswegen ist das hier so ein bisschen ruhiger. Wir werden jetzt gleich mal da nach vorne laufen. Ihr habt da vorne nämlich so eine Art, ja nicht Beachclubs, aber so Liegen und so. Und weiter vorne dann, da habt ihr dann diese ganzen Food Trucks. Ihr habt Toiletten, Duschen, alles was ihr so braucht, Restaurants. Und da fahren wir jetzt mal hin. Aber wenn ihr es mal ruhiger haben wollt, kommt gerne hier hin. Eine Sache wollte ich auch noch kurz erwähnen und zwar, vielleicht ganz wichtig, man sagt ja immer, Dubai ist alles so teuer, alles ist teuer in Dubai. Es ist komplett kostenlos, hier hinzufahren. Der gesamte Kite Beach ist absolut kostenfrei, außer ihr kauft jetzt Essen, logischerweise, oder macht irgendwas anderes. Aber an sich, hierher zu fahren, sich an den Strand zu legen. Smoothie. Ein Smoothie. Weißt du, das ist doch das Leben, das ist Dubai. Ja. So Freunde, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite und ihr habt jetzt hier rechts die ganzen Buden und links genauso. Das heißt, deswegen ist das hier meistens auch immer voller, weil ihr habt halt hier die Restaurants, die Food Trucks, Toiletten, Duschen, alles was ihr so braucht. Okay Freunde, hier wie ihr seht, ich will einmal hier kurz den Boden zeigen. Und zwar habt ihr hier zwei verschiedene Bahnen im Übrigen. Ne? Einmal spazieren und einmal grün ist quasi zum Joggen. Das ist eine riesige Joggingstrecke. Ihr habt hier Hüpfbogen, ihr habt hier Spieleparadiese für Kinder. Und vor allen Dingen diesen Strandbereich, der meistens immer ein bisschen voller ist. Nicht ein bisschen, also im Winter ist er rappelvoll. Ja? Aber ihr habt hier halt alles, wie schon gesagt. Ne? So übrigens, für die ganzen Deutschen, Smart Brat, ja, also German Bratwurst. Man muss dazu sagen, dass es kein Schwein ist, aber der Besitzer ist Deutscher und das Essen ist auch gut. So viel dazu. Übrigens, das ist so der Bereich, wo ihr euch für, ich glaube es waren 140, 160 Dirham eine Liege und Handtuch buchen könnt. Und wenn ihr es so ein bisschen ruhiger haben wollt, wenn Sophie ein bisschen rauszoomt, danke nochmal Sophie, dass du filmst, seht ihr auch nochmal, wo ihr seid. Und zwar, guck mal, genau. Wo soll ich denn hin? Rechts ist das Meer, links nochmal, ganz langsam schwenken. Oh, Entschuldigung. Ja, da geht es sozusagen jetzt nochmal weiter zu den sportlichen Aktivitäten, da laufen wir jetzt hin. So, hier auch nochmal für alle ein absolutes Shoppingparadies. Kleine Buden. Paradies. Aber natürlich auch überteuert, ja. Also, damit wir das kurz realistisch halten. Es sieht zwar nach kleinem, süßen Shopping-Bazar aus, aber am Ende des Tages ist es halt auch einfach, damit die Leute hier kaufen. Und Kite Beach ist nun mal einer der größten Touristenpunkte. Ja. So, übrigens,
Ihr habt hier Paddle. Ihr könnt euch hier für ein Paddle anmelden. Ihr habt hier nochmal auf der Seite, ich gehe mal vor, so Spielesachen für Kinder, Rodeo, was auch immer. Dieses Trampolin. Trampolin. Und da hinten, da habt ihr die ganzen Beachvolleyballfelder. Also vor allen Dingen abends, jetzt aktuell ist es noch ein bisschen zu warm. Wir sind auch ordentlich am Schwitzen, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Aber ansonsten so gegen Abend ist das eine richtig Hammer-Atmosphäre hier mit den Lichtern. Die Leute spielen Beachvolleyball, die Leute spielen hier Paddle, Hang-Up. Also wirklich sehr, sehr lebenswert und für sehr, sehr wenig Geld. Ich werde ja regelmäßig von Karim gemobbt, dass es mir immer zu warm ist und ich immer schwitze. Ich will nur mal ganz kurz festhalten, dass ich dieses Video noch nicht einmal erwähnt habe und dass du es jetzt erwähnt hast. Ja, aber du tust es ja. Du schwitzt ja trotzdem. Aber da haben wir die berühmte Sophie-Schwitz-Bewegung. Darunter leidet dann auch immer wieder die Kameraführung. Wir bitten das zu entschuldigen, liebe Zuschauer. Wir sind halt keine Profis. Ne? Wir wollen euch einfach unser realistisches Leben zeigen, Ja. ohne irgendwie einen auf Bling Bling zu tun. Und dazu gehört einfach mal, dass man schwitzt im Sommer. Richtig. Tschüss. Super. So, wir sind wieder im Auto. Wir sehen leicht zerstört aus vom Wind Ja. draußen. Ja. Aber ja, das war's mit diesem wunderschönen Video am Strand. Wir konnten auch nicht zu viel zeigen, weil wir natürlich auch aufpassen mussten, dass wir nicht zu viel nackte Haut zeigen. Ja. Und so, ne? Aber wenn Ja. das Video euch zwei Sachen zeigen sollte. Erstens, wie wir schon jetzt öfter erwähnt haben, sich einfach daran erinnern, dass man in Dubai lebt und dass man das ist die Lebensqualität, ne, von denen Ja. hier viele sprechen. Man kann das einfach nach der Arbeit mal machen. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass dieser Platz das perfekte Beispiel dafür ist, auch wenn man sich nicht immer wieder rechtfertigen sollte, kriegen wir es trotzdem öfter zu hören in den Kommentaren. Es gibt hier auch Leute, die sich nackter zeigen, die sich nicht verschleiern und die ganz normal am Strand chillen, so wie ihr das in Deutschland gewohnt seid. Genau, ansonsten, Freunde, wer es noch nicht getan hat, bitte liked, abonniert, unterstützt uns damit und kommentiert, wie gesagt, gerne, wie ihr das Ganze findet. Und wenn ihr auswandern wollt, wenn ihr hier eine Firma gründen wollt, kontaktiert uns gerne. Bucht bei uns ein Erstgespräch. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht nicht wieder verschwitzt. Achso, ich dachte sagen, sehen wir uns dann nicht wieder. Nö, doch, wir sehen uns. Also in diesem Sinne, tschüssi.